Ja, guten Morgen zusammen. Bevor ich anfange, muss ich mal einen Schluck Tee nehmen. Ich trinke immer noch aus der Weihnachtstasse. Die habe ich geschenkt gekriegt, aber sie ist mittlerweile zu meiner Lieblingstasse mutiert. Und deshalb trinke ich jetzt einfach das ganze Jahr draus. Ich bin da immer so stoisch, wenn etwas mein Herz erobert hat. Dann nehme ich das, ob es gerade passend ist oder nicht. Klar haben wir jetzt Ostern gehabt, aber mir ist das wurscht. Dann gucken wir heute mal, was ich euch mitteilen darf. Und ich lasse es einfach mal durchfließen. Ja, es geht um eure Herzensangelegenheiten, um die Dinge, die euch am Herzen liegen. Es geht auch um eine Veränderung, bei der ihr jetzt noch nicht so richtig wahrnehmen könnt. Wo soll sie herkommen? Diese Veränderungen bringen auf jeden Fall eine Erleichterung in allem, was sich unstimmig anfühlt, wo man nicht mit dem verbunden ist, was bei einem sein soll. Oder auch, wo es so Unehrlichkeiten gibt, irgendetwas, was sich nicht gut anfühlt, an sich Beziehungsmuster, die immer wieder Zweifel mitbringen oder wo man sich auch hinterfragt, warum passiert mir das in einem Kreislauf immer wieder. Es geht darum, Neubeginne in allem Vertraglichen, in allen Verbindlichkeiten, in Beziehungen, die hier zu allem sein kann, zu verändern, etwas neu zu starten, was auch regeneriert ist, was dann auf die Dauer, Langfristigkeit wieder ein Wachstum mitbringt. Hier ist es schon sehr deutlich, das geht so um die Dinge, die macht man einfach so, die haben einen gewissen Wiederholungstakt. Es sind Kreisläufe des Lebens und hier klopft das Leben an und sagt, hallo, hinschauen. Hier wartet eine Schatztruhe, eine schicksalshafte Schatztruhe, die hat man noch nicht erkannt. Hier muss man erst diesen Kreislauf durchbrechen. Sicherlich gibt es nicht nur Dinge, mit denen man liebevoll verbunden ist, die trotzdem existieren. Also ich kann es aber so sehen, zum Beispiel. Natürlich habe ich jetzt nichts davon, wenn ich in liebevoller Beziehung zu meinem Mietvertrag bin. Ich kann aber schätzen, was dieser zum Beispiel mitbringt. Kann ich das nicht schätzen, kann ich mich erst um eine Veränderung kümmern. Und um das geht es, glaube ich. Es wird Zeit zu erkennen, dass man neue Wege geht in den Situationen, wo man Gepäck mitschleppt, das man nicht braucht. Übergepäck oder nenn es wegen mir, wie nennt man das? Also diese Dinge, die eigentlich unnötig sind, man könnte sie auch im Schrank lassen, aber man nimmt sie halt mit, weil man könnte sie ja brauchen. Dass das viel wiegt, dass es vielleicht nachher etwas kostet, dieses Gepäck mitzutragen und somit hier den Schatz der Leichtigkeit nicht zu entdecken oder hier auch, wie gut sich das anfühlen kann, mal nicht so zugemüllt durch das Leben zu gehen, sondern strukturiert einfach in einer minimalistischen Art. Und es scheinen hier richtungsweisende Dinge zu kommen, die es ermöglichen. Ich sage sogar mal, hier liegt eine Überraschung drin. Hier kommt irgendwie was auf dich zu oder auf uns, das uns als Möglichkeit dient, die bisher nicht wahrgenommen wurde, einen Kreislauf zu durchbrechen. Und das ist auch so eine Wende an sich im Leben. Da kann auch sein, dir wird ein Gepäckstück geklaut und du freust dich darüber, wenn ihr versteht, was ich meine. Also etwas wird weggenommen, vielleicht erscheint es erst als schwierig, aber nachher wirst du froh sein, dass es viel einfacher wird. Hier gibt es viele Möglichkeiten.
von einer Situation in die andere zu wechseln, von einem Weg in einen Umweg zu gehen, von einer Chance die nächste zu nehmen, von einer Richtung in die andere zu laufen. Alles dient letzten Endes einem Fundament, das deine Seele hier auch sehr braucht. Die Festigkeit, das Fundament, den Untergrund, auf dem du stehst. Für einen oder anderen gehört das Thema Grenzen ziehen hier unbedingt dazu. Ne? Wenn dein Haus wie eine Brücke wirkt, sprichwörtlich, schlappt dir halt auch alles rein, was du vielleicht im Moment nicht brauchen kannst, und ziehe da deine Grenze, entscheide du, wer in deinem Umfeld ist oder nicht. Manche Leute bringen auch ihr eigenes Gepäck mit und lassen es dann bei dir stehen, so könnte man es nennen. Deine Seele, das finde ich echt mega jetzt. Natürlich auch dank den Zusatzkarten, die wir hier Gott sei Dank drin haben. Die Seele steht hier unter einem Schutz. Sie sucht Wege, sie sucht ihre Geschenke, sie sucht ihren Vermittler und sie findet. Also sie macht ihre Erfahrung, ohne dass sie hier starke Konflikte austrägt. Im Gegenteil, das Leben möchte, dass du für etwas brennst, dass du Leidenschaft in deine Umgebung bringst, dass du auch, wenn du ein bisschen Risiko fährst oder du sagst, ich traue mich mal dies oder das, wo du selber denkst, da habe ich aber ein Problem damit, ich möchte dies nicht, ich möchte nicht gesehen werden oder vielleicht mache ich was falsch und ich werde beurteilt. Da brauchst du dich nicht zu fürchten, denn es kann ja die Erfahrung nur so entstehen, indem du es probierst. In dieser Legung möchten auch die Freundschaften neu belebt werden. Ich habe so klärende Elemente im Bereich der Partnerschaften, speziell mit einem Gegenüber, wo eventuell schon die Freundschaft mehr eingeschlichen ist als die Liebe. Und es geht darum, daraus wieder einen Kick zu kriegen, der beide in was Liebevolles reinbringt. Falls du mit einem Gegenüber zu tun hast, von dem du dich getrennt fühlst oder wo irgendwelche Themen der Trennung an sich noch dabei sind, so sehe ich, dass ihr das relativ gut hinkriegt, wenn es durchgezogen werden soll und euch als Freunde weiter begegnen könnt. Und die auch die Ämter oder so, die Behörden mit drin haben in trennenden Situationen, die finden hier eine Lösung. Mit der Sonne dabei sogar eine ziemlich gute. Ne? Zwei werden hier vielleicht auch die besseren Freunde sein. Nach so einer trennenden Situation ist natürlich kollektiv, vergesst es nicht. Aber es scheint ein Thema zu sein. Wobei viele ja da auch der Meinung sind, der Meinung bin ich überhaupt nicht mehr. Wenn du dich nicht komplett trennst und wenn da noch Freundschaft ist, dann sind die Plätze alle besetzt. Ich meine, das liegt halt an dir, wie viel Platz du selber frei machst. Oder wo du sagst, mein Gepäckstück ist das, wo ich noch richtig dran klebe. Aber etwas in Freundschaft stehen zu lassen, finde ich korrekt. Man muss nicht immer bis zu Ende alles auskämpfen. Ich sehe im Beruf vielleicht eine Phase, in der es ein bisschen zäh ist, wo man auch schon langsam merkt, ich fühle mich nicht sicher, eigentlich möchte ich was Neues kreieren, ich bin so über unmotiviert, so ein Zwischending zwischen ich möchte, aber ich weiß nicht wie. Hier haben wir jetzt die Einflüsse von außen, bei der die Zeit eine Rolle spielt. Für irgendetwas ist die Zeit abgelaufen, die Eieruhr dreht sich neu um. Und du kannst starten, vielleicht auch mit Infos einholen, Situationen, die du im Außen beobachtest, hier mit der Zeit eine Idee auf die Welt zu bringen. Für diese Idee kann auch sein, dass du noch mal ein bisschen Geld investierst, kleines Geld.
was dir aber nachher, also es ist praktisch so eine Investition in dich, was dir nachher mit der Zeit wieder Glück an den Finanzen dran bringt. Für einige kann das ein Kurs sein oder ein Wissen, das sie sich aneignen, ein Buch, das sie lesen, ein Kurs, den sie besuchen, was immer. Es ist mit Lernen verbunden, mit Info sammeln, mit Erfahrungen auch. Und ein langfristiges Wachstum ist hier dann tatsächlich sehr gut zu sehen. Also die Aufforderung hier ist eindeutig auch, umgehe deine Hindernisse, verbring deine Zeit damit zu lernen, um nachher aus diesem, was du dir hier angesammelt hast, eine tolle, harmonische, wachstumsbringende Situation zu erschaffen. Wenn das jetzt nichts mit deinem Beruf zu tun hat und wir nehmen ein anderes Szenario, hast du hier natürlich die Möglichkeit, das, was du dir erarbeitet hast, neu ins Feld zu werfen, um wieder neue Samen rauszukriegen. Für die einen oder anderen geht hier eine neue Tür auf. Diese Tür bringt dir mehr Bewegung mit. Du kannst damit einen emotionalen Stress beenden, wieder in die Harmonie kommen. Es kann sein, dass es auch innerhalb von Familien diese Tür gibt, wo jetzt viel Aufklärung kommt und wo du deinen emotionalen Blues ein bisschen vergisst und dann aus der Blockade raus in die Bewegung gehst und sagst, okay, ich kriege hier Brücken, ich kriege Zeichen, ich kriege Richtungen gewiesen. Es kommt jetzt halt auch darauf an, dass ich losgehe und anfange und was draus mache. Was dürfen wir hier noch wissen? Die beste Zeit ist jetzt, ihr Lieben, also es ist ein guter Zeitpunkt, eure Erkenntnisse auch umzusetzen. Eine gute Zeit, Erkenntnisse zu bekommen, zu verstehen, auch neue Richtungen zu nehmen. Die Freiheit kommt in letzter Zeit ziemlich oft. Ich glaube, das ist so eine Art Gefängnis, das wir hier verlassen, wie auf der einen Tarotkarte. Ne? Das ist ein eingebildetes Gefängnis. Man hat hier trotzdem die Möglichkeit, etwas zu tun. Aber man sollte es halt tun und nicht nur im Kopf haben. Also man muss eine Wahl treffen, sich entscheiden und loslaufen. Und hier haben wir unten tatsächlich auch noch die helfenden Hände dabei. Das heißt, wenn du deinen Weg gehst, kannst du hier mit Unterstützung rechnen. Ich lasse noch einen Engel drauf springen, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Hier sind jetzt 2 rausgekurgelt. Liebe heilt und atme Sorgen aus und Frieden ein. Vielleicht auch so, ne, Freiheit, Frieden, irgendetwas kriegt eine andere Balance. Man kann das mit Atemtechnik natürlich tatsächlich mal probieren, wenn man das bewusst macht. Also bewusst ein- und ausatmen und mit jedem Atem, den man ausatmet, die Sorgen mit übergeben und mit jedem Einatmen den Frieden mit reinlegen. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Wir hören uns. Bis morgen.